Zentralrevier, 7:16 Uhr. Ein erfüllter Arbeitstag. Das kann man wirklich sagen. Was die Jungs hier an einem Tag abschließen, ist schon unglaublich. Aha. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jim? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Toll. Don't fail me, young fellas. Jetzt will der wieder, dass wir da irgendein Geständnis rauspressen, was ich ja gar nicht leiden kann. Von unserem Captain. So, gehen wir erstmal hier hin. Interview Room 1. Der Raum 1. Tiernan. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. James Tiernan. Augenblau, Alter 24, Haare braun, männlich, Angestellter der Rawlings Bowlingbahn und Freund des Opfers. Beziehung zum Opfer. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Da haben wir was anderes gehört. Also gut, McCaffrey hat uns doch erzählt, dass Tiernan mit der abgezogen ist. Ich guck mal, ob wir da irgendwie einen Beweis für haben. Verdächtige Opfer zuletzt gesehen. Opfer ist mit Tiernan in der Mordnacht in ein Hotelzimmer gegangen. Genau das. Und die hat ganz schön nach Alkohol gerochen. Schäm dich. Das ist gelogen. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Naja, wenn du sowas schon sagst. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Das ist wirklich ein sehr kurioser Fall. Buch des Opfers gefunden. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Er guckt ziemlich gerade. Sagt er da die Wahrheit? Ausnahmsweise mal nach seiner Lüge eben. Ich weiß es nicht. Ich glaube... Nee, zweifeln wir mal an. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Zugang zur Mordwaffe. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Ich denke, obwohl er guckt wieder so komisch. Ich wüsste jetzt aber auch keine Lüge. Also auf jeden Fall sagt er nicht ganz die Wahrheit. Ich zweifle es nochmal an. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Ja, jetzt reden wir noch mit Mr. McCaffrey. Den müssen wir auch noch mal befragen zu diesen ganzen Geschehnissen. Das ist ja irgendwas ziemlich unkoscher. So, wo war nochmal der Interview Room 2? Der war doch hier vorne irgendwo. Ist das gewesen hier? Ecke? Hier. Da ist er doch.
You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Ja. Grosvenor McCaffrey, Augenblau, Alter 38, schwarz, männlich, bekannt davon, Mordopfer Evelyn Summers und mittlerweile auch Verdächtiger. Alibi. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Er guckt nach unten. Ich glaube, er lügt. Ich glaube, er lügt, oder soll man es anzweifeln? Mal gucken kurz, was wir an Beweisen haben. Ah, der zerrissene Brief. Hier. Ein Brief an Evelyn, Teile davon beim Opfer und in McCaffreys Apartment gefunden. Wie kommt er denn daran, bitteschön? Lüge. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Naja, diesen komischen Brief, den du in deinem Haus aufbewahrst. How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Ich bin sogar ihm fast am Glauben, dass es vielleicht wirklich jemand anders dahin gelegt haben könnte, der Dahlia-Killer. Wenn er nicht selber der Dahlia-Killer ist. Er wäre ein interessanter Kandidat dafür als Autor verschiedener Bücher. Ich meine, der Dahlia-Killer liebt ja die Gedichte und Ähnliches, wie wir wissen. So, Zugang zu Rat, Muttern, Schlüssel. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Tja, vielleicht bist du dumm genug. Was haben wir denn da als Beweise theoretisch? Ja, Tiernans Anschuldigung hätten wir da als Option. Ja, genau. Scheinbar hat McCaffrey dem Opfer Evelyn Summers Gewalt angedroht. Deswegen sagen wir mal Lüge. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Der Rat, Muttern, Schlüssel, lieber Freund. Obwohl, Quatsch. Tiernans Anschuldigung natürlich. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Das werden wir tun, McCaffrey. Mal gucken, was Rusty dazu sagt. I'm at a loss. You need some leverage. If McCaffrey was in the crotch, R&I will have his service records. Eine Dienstakte. Das ist natürlich auch ein interessanter Hinweis, lieber Rusty. Da hätte ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Die können wir wahrscheinlich hier, auch wenn wir direkt neben dem Telefon stehen, fordern wir die doch mal an, oder? Die können uns ja vielleicht Operator, weiterhelfen. give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse.
Thanks, man. Er hat die Frau fast totgeschlagen. Das ist natürlich auch ein Fakt, der nicht gerade für McCaffrey spricht. Beziehungsweise dafür, dass er sie umgebracht hat. Damit wollen wir ihn jetzt nochmal konfrontieren. Mal gucken, was er dann zu sagen hat. Militärdienst. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Was war denn mit der Frau in Sizilien? Bezüglich Violence, sprich Gewalt. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Na, die Polizeiakte, wir wissen das alles, McCaffrey. Kannst du dich nicht rausreden? We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Oh, Verdächtigen, Beschuldigen, Verhör verlassen. Wir reden erst, bevor wir ihn hier beschuldigen, nochmal mit Tiernan. Aber der Verdacht auf McCaffrey erhärtet sich, wenn da nicht eh wieder unser Dahlia-Killer die Finger im Spiel hat, der ja wieder mit uns spielen will, schon die ganze Zeit. Schicken wir da Leute in den Knast und sind uns überhaupt nicht sicher, ob sie das eigentlich auch hundertprozentig sind, aber die Beweise sind einfach zu erdrückend, als dass wir diese Menschen laufen lassen könnten. Ja, so ist das als Polizist, Leute. Kann ich euch Lieder von singen. Aber hier müssen wir ja gar nicht lang, da bin ich doch falsch. Interview Room 1 muss ich hier noch, da müssen wir hier rüber, glaube ich. Nee, hier ist Interview Room 2, hier müssen wir lang. So, und jetzt können wir hier weiter Tiernan befragen. Ja, ich würde ihn gerne nochmal befragen. Oh oh, scheinbar kann ich den gar nicht mehr befragen, jetzt nur noch beschuldigen irgendwie. Das ist natürlich nicht so fein, nicht so schön und macht das Ganze natürlich nur noch schwerer. Boah, wer war's denn dann? Dann war es wahrscheinlich McCaffrey. Ich kann mit keinem mehr reden jetzt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Obwohl McCaffrey gesagt hat, sie können ja Tiernan fragen, wir auch noch die Anschuldigungen da haben. Kann ich das scheinbar irgendwie nicht anwenden aus irgendeinem Grund. Ja, liebe Spürnasen, wer wird der Mörder sein? Ich bin mir nicht sicher. Was sagt ihr? Ihr entscheidet. Wer ist der Mörder? Wen sollen wir einknasten? Ich bin gespannt und werde dann direkt weiterzocken, wenn ich einige eurer Antworten bekommen habe. In diesem Sinne, noch einen wunderschönen Tag, liebe Freizeitdetektive. Und ich bin auf eure Meinung sehr, sehr gespannt.